Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Palmencamper. In der heutigen Folge geht es um die Therme hier für warm Wasser. Ist hier oben im Schrank verbaut. Die soll laut Vorbesitzer undicht gewesen sein. Ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Das machen wir jetzt in diesem Video. Als erstes schraube ich gleich hier die Klappe ab. Die hat nämlich keinen Halter, die bleibt nicht oben. Dann habe ich schon mal die beiden Schellen von den Schläuchen hier gelöst. Habe versucht, die Schläuche runterzuziehen. Die Schläuche sind allerdings so ausgehärtet, die kriege ich so nicht runter, die schneide ich dann einfach ab. Und im ausgebauten Zustand, wenn ich den Boiler raus habe, kann ich die ein bisschen warm machen und dann runterziehen. Hier steckt noch das ganze Zewa drin. Das hat der Vorbesitzer wohl wegen der Undichtigkeit hier unter den Boiler gestopft. Ich glaube, die Schrauben habe ich alle los. Da hinten drin sitzt jetzt die Verschraubung, die Überwurfmutter vom Gasanschluss. Die muss ich jetzt noch lösen. Ich glaube, da hängt der ganze Boiler noch dran. Und dann schaue ich mal, ob ich ihn rausbekomme. Ja, also der Trick ist denkbar einfach. Man nimmt einfach die Seitenwand hier oder diese Trennwand zwischen den beiden Fächern hier oben raus und dann kommt man schon viel besser an die Verschraubung vom Gasanschluss dran. So, von außen ist das Ganze auch nochmal verschraubt hier. Das ist Frischluftzufuhr und Abgas für den Boiler. Da sind hier auch nochmal so Schrauben drin, die werden wir jetzt noch lösen und dann können wir das ganze Ding theoretisch nach innen wegziehen. Hier, wo das Kabel dran geht, das sind so kleine Lötstellen, Verbinder. Das ist im Grunde ein Stecker. Den kann man hier einfach abziehen. So, jetzt ist meine Therme frei. So, als nächstes schraube ich erstmal den Deckel hier runter und dann gucken wir uns das Ding mal von innen an. Ich habe sowas auch noch nie in der Hand gehabt. Wir schauen mal hier, wie das Ganze aussieht. Okay, ich muss zuerst den Schlauch runternehmen, sonst bekomme ich den Deckel nicht ab, der ist hier über diesen Anschluss rüber geschoben. So, hier ist noch eine Schraube dran an dieser Isolierung. Kabel vorsichtig durchführen. So, jetzt haben wir einen freien Blick auf den Boiler. Hier oben ist der Anschluss, ja, lose, der ist wahrscheinlich eingelötet. Das könnte schon das Hauptproblem sein. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das hier aufbekommen. Das sieht schon ziemlich verrostet aus. Das ist wie so eine Schelle hier oben drüber. Dann kann man wahrscheinlich den Deckel runternehmen und mal einen Blick reinwerfen, wie es dann von innen da drin aussieht.
Okay, also wir haben hier praktisch so eine Art Topf drin. So sieht das Ganze von innen aus. Hier unten sitzt einfach ein Gasbrenner drunter, der das Ganze erhitzt. Sieht ein bisschen ekelig aus da drin. Da sind auf jeden Fall Vogelfedern drin und ich glaube, dass da tatsächlich mal ein Vogel drin verendet ist. Da sind so Knochenreste drin. Und das hier sieht aus wie ein Vogelschädelknochen. Lecker. Hier krabbelt noch eine dicke Fliege raus. Bisschen unappetitlich. Ja, das Hauptproblem wird auf jeden Fall hier der obere Anschluss sein. Der ist komplett rausgebrochen. Ja, wie gesagt, der ist eigentlich verlötet hier oder ja, verschweißt ist es nicht. Ich glaube, es ist verlötet. Das ist ein Edelstahlbehälter, ein Edelstahlrohr. Es scheint hier mit Kupfer verlötet zu sein. Das ist so ein bisschen grün angelaufen. Das hat ja Kupfer so an sich, wenn das oxidiert. Das passt natürlich auch zu dem Fehlerbild hier, dass das keinen Wasserschaden im großen Stil verursacht hat, da oben im Schrank, sondern wirklich nur so ein bisschen, wenn der Behälter gefüllt war, beim Fahren wahrscheinlich hier oben rausgeschwappt ist. Ja, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich es jetzt mache. Man kann den hier so komplett rausziehen. Das erste, was mir einfällt, natürlich wieder verlöten. Ob das wieder so toll dicht wird, weiß ich nicht. Ich kann nicht löten. Habe ich zumindest noch nie gemacht. Ansonsten würde mir jetzt als erstes einfallen, hier Kaltmetall zu nutzen, das hier rumzuschmieren. Das sollte auch wieder dicht werden. Ich denke, das werde ich versuchen. Ja, ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, das Röhrchen hier einzulöten. Ich habe mir hier so Silber-Hartlot-Stangen besorgt. Damit soll man angeblich Edelstahl löten können. Ob das funktioniert, hier das Röhrchen einzulöten, das probieren wir jetzt mal zusammen aus. Dazu machen wir jetzt erstmal hier die Lötstelle richtig sauber. Da ist dieses grüne Oxidierte dran hier. Das versuchen wir mal wegzubekommen. Das mache ich jetzt mit so einer Messingdrahtbürste. Das schleifen wir erstmal so ein bisschen ab, machen das sauber und dann setze ich das gleich rein und dann mache ich das Ganze mit dem Bunsenbrenner heiß und versuche mal dieses Lot darum zu bekommen. So, das sieht schon wieder deutlich besser aus. Das ist alles sauber geworden. Diese kleine Kante, die hier noch dran ist, die kann da ruhig bleiben. Das wird der Anschlagpunkt. Das stecke ich jetzt hier rein. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert hier. So, die Nummer mit dem Löten hat nicht so gut funktioniert. Irgendwie glaube ich, dass mein Gasbrenner nicht heiß genug ist. Da habe ich das falsche Equipment wahrscheinlich. Darum habe ich überlegt, ich werde das Ganze jetzt versuchen zu schweißen. Es ist zwar Edelstahl. Ich versuche jetzt einfach mal und wir schauen mal, was passiert. Ja, das Röhrchen ist jetzt fest. Das hält auf jeden Fall. Einen Schönheitspreis werde ich damit definitiv nicht gewinnen, aber es erfüllt seinen Zweck. Vielleicht schmiere ich noch ein bisschen Dichtmasse drum, um das wirklich dicht zu bekommen. Wenn man das so anschweißt, hat man immer so ein paar kleine Löcher irgendwo drin. Ja, und dann denke ich, habe ich hier den Boiler gerettet. Ja, der Boiler ist dicht. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Kaltschweißmasse um diesen Anschluss rumgeschmiert. Zusammen mit der Schweißnaht sollte das jetzt 100% dicht sein. Das ist diese Masse hier.
Habe ich mir bei Amazon bestellt, lässt sich super verarbeiten, verfließt praktisch von alleine, dichtet 100%ig ab, bis 1100 Grad hitzebeständig. Den Link dazu packe ich euch in die Infobox. Ein super Zeug. Ja, jetzt alles in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Oberschrank einbauen, zusammen mit der Therme hier. Alles wieder anschließen. Ich denke, das brauche ich nicht nochmal zeigen. Von daher sage ich recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmencamper.